ganz schnell wieder aus diesem Zustand rauszugehen und sich nicht drauf zu fixieren, weil das mache ich zum Beispiel. Ein bisschen überarbeitet gefühlt und ich war richtig emotional, weil es so viele kleine Veränderungen auf einmal waren. Also ich habe lange gekämpft, um selbstbewusst zu sein. Machen? Ich auch! Ohne Scheiß, ich habe so eine Liste mit so 30 Sachen und dann gucke ich. Hallo liebe Leute, was geht ab? Ich bin's, Lina Vasquez und ganz herzlich willkommen zurück zu meinem Kanal. Today we have a guest. Heute habe ich einen besonderen Gast und darfst dich vorstellen? Ich bin die Maria, ich bin Deutschlehrerin und ich habe einen Kanal auf Instagram. Mein Kanal heißt Dein Sprachcoach. Und Maria kommt aus Russland. Sie spricht aber einfach mega gutes Deutsch. Und ja, kannst du uns ein bisschen deine Geschichte erzählen? Also warum bist du hier in Berlin auf der Expo Lingua und ja, warum bist du Deutschlehrerin geworden? Das ist eigentlich eine sehr lange Geschichte. Wir haben Zeit. Anfangs habe ich Deutsch gehasst. Ich habe immer gedacht, ich werde diese Sprache nie lernen. Sie klingt komisch und in der Schule, in der 5. Klasse, bin ich sogar von der deutschen Klasse abgehauen und ich wollte Englisch lernen. Und ich habe mich total geweigert. Aber alles hat irgendwie seinen Sinn. Und irgendwann später an der Uni habe ich mich in die deutsche Sprache verliebt. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber ich glaube, ich habe meine Zeit gebraucht. Alles braucht seine Zeit und geschieht zum richtigen Zeitpunkt. Und dann habe ich irgendwie so meine Liebe immer weiter und weiter entwickelt, die Liebe für die deutsche Sprache. Und mit 22 Jahren bin ich nach Deutschland gekommen. Und obwohl ich ein bisschen sprechen konnte, habe ich nichts verstanden. Also ich konnte mich nicht mit den Leuten unterhalten, ich konnte nichts im Fernsehen oder im Radio verstehen und dann habe ich mich wirklich sehr intensiv mit der Sprache beschäftigt und ja, irgendwie selber Schritt für Schritt herausgefunden, wie man Deutsch lernt. Und jetzt möchte ich das einfach so an meine Schüler weitergeben und zeigen, wie ich das gemacht habe und wie ich immer noch an mir arbeite. Ja, also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also wir haben ganz kurz davor darüber gesprochen, also über dein Mindset und dass du dich auch für Law of Attraction interessierst. Ja, also total. Warum denkst du, dass es wichtig ist, an sich selbst zu arbeiten und sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen? Also ich muss ehrlich mal sagen, das habe ich auch vorhin schon gesagt, das Buch The Secret hat mein Leben verändert. Also irgendwann hatte ich das Buch in der Hand und es liegt immer noch auf meinem Tisch und ich lese es immer wieder mal durch und ja, es ist wirklich sehr wichtig, dass man sich weiterentwickelt und dass man an sich selbst glaubt, weil ich denke, es gibt nichts Unmögliches. Ja, genau, so muss man denken. Also wir sind Powerfrauen, wir kommen aus einem ganz anderen Land und wir sind in Deutschland, wir sind erfolgreich und es ist erst der Anfang, oder? Lena? Genau, es ist immer, genau, das habe ich tatsächlich gestern meinem Kumpel gesagt. So, ich habe ihm von einem Event erzählt, so, weißt du was? Es ist nur der Anfang. Es ist erst der Anfang jetzt. Genau, ja. Krass. Und es wird sich weiter und weiter entwickeln es wird sich weiter und weiter entwickeln. Und ich habe auch zum Beispiel vor einem Jahr eine Vision gehabt, dass ich irgendwann auf der Expo Lingua sein werde. Und also du bist die Erste, der ich das erzähle. Ich habe die Flugtickets schon vor einem Jahr gekauft, weil ich ganz genau wusste, dass ich hier sein werde. Ja. Und inzwischen sind so viele Dinge passiert und ich wollte eigentlich nur die Leute kennenlernen. Ich wollte den Gabriel kennenlernen, ich wollte die Maria von Deutsch mit Maria kennenlernen, weil das die Leute sind, die ich bewundere, schon seit Jahren. Und ich wollte nach einem Autogramm fragen. Ja. Und jetzt bist du auch dabei. Ja, und ich habe sie schon vorher kennengelernt und wir sind jetzt eine große Familie und ich freue mich wirklich. Und ja, die Visualisierung hilft, das hilft mir. Ich denke, das hilft dir auch. Genau. Also einfach, ja, alles beeinflusst uns. Also alles, was wir sehen, also die Menschen, zu denen wir Kontakt haben und vor allem, genau, wir haben über so Affirmationen gesprochen, über Bilder, Sprüche, ganz wichtig. Also ja, das, was du vor allem am Morgen siehst, beeinflusst den ganzen Tag. Und ich mache das auch immer so, wenn ich etwas visualisiere, dann verbinde ich das auch gleichzeitig mit positiven Emotionen. Also das macht dann wirklich so eine explosive Mischung. Und genau, man muss immer den körperlichen Zustand auch mit einbringen. Richtig, also die Emotionen, die Gefühle, also die Bilder, die im Kopf kommen. Und ja, es klingt vielleicht alle so positiv, wir sind aber auch ganz normale Menschen und passieren auch Dinge. Also
Aber es ist ganz wichtig, wenn etwas Schlimmes passiert, da ganz schnell wieder aus diesem Zustand rauszugehen und sich nicht drauf zu fixieren, weil das mache ich zum Beispiel jeden Tag und ich denke, Lina, du auch, dass man sich nicht auf das Negative fixiert und irgendwie gleich an etwas Gutes denkt. Was ich zum Beispiel habe, ich habe eine Liste mit Dingen, die mich glücklich machen. Ich auch. Ohne Scheiß, ich habe so eine Liste mit so 30 Sachen und dann gucke ich immer, okay, wenn ich mich jetzt so ein bisschen schlecht fühle, okay, was kann ich machen? Ich tanze, ich singe, Und das sind wirklich Kleinigkeiten, es ist nichts Großes, es ist nichts, was vielleicht so, ich buche jetzt ein Ticket so nach Costa Rica oder so. Genau, nein, überhaupt nicht. Also bei mir, es ist immer ein Bild von meinem Sohn. Ich liebe Lippenstifte. Ja, das sind Kleinigkeiten, die einfach, die dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und ja, das ist ganz wichtig, dass jeder von uns einfach so eine Liste mit Dingen hat, auch wenn es 5 Sachen sind, egal. Hauptsache, du hast es immer parat und wenn es dir schlecht geht oder wenn irgendetwas Negatives passiert, du schaust einfach drauf und sagst, du hast wieder gute Laune. Ja, das stimmt. Und also was meinst du denn jetzt in Bezug auf Herausforderungen? Was würdest du sagen, war eine der größten Herausforderungen in deinem Leben? Also ein Punkt. Ja, ich überlege, es waren viele, deshalb überlege ich mir gerade. Ja, also ich habe lange gekämpft, um selbstbewusst zu sein, also auch als Frau. Und ich kann sagen, also dass ich mich jetzt viel besser fühle und selbstbewusster, weil ich auch sehr viel an mir gearbeitet habe und auch, sagen wir mal, als Ausländerin in einem anderen Land sich zu beweisen. Und als Frau muss man wirklich doppelt so viel arbeiten. Aber ich denke, ich bin auf einem guten Weg. Ja, wie gesagt, es werden noch viele wunderbare Dinge passieren, aber sich in einem anderen Land zu beweisen, ist wirklich vieles wert. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist auch, diese Sache, du kannst entweder dein ganzes Leben lang in deiner Komfortzone bleiben und in dem Land, wo du, aufgewachsen bist und dein ganzes Leben verbracht hast, oder du wagst diesen Schritt, gehst raus und machst etwas. Und es wird natürlich immer eine Herausforderung sein und sehr anstrengend. Zum Beispiel, ich bin ja vor kurzem nach England gezogen. Ich weiß. Und obwohl das so, also die Kultur, die australische Kultur ein bisschen ähnelt, wo ich aufgewachsen bin, habe ich die ersten 3 Wochen wirklich nicht jeden Tag geweint, aber so, ich war mega einfach, ich habe mich so ein bisschen überarbeitet gefühlt und ich war richtig emotional, weil es so viele kleine Veränderungen auf einmal waren und dein Kopf kann nicht mithalten, also kann sich nicht mithalten, weißt du. Aber man braucht diese Zeit für sich selbst, aber trotzdem, dieses Glauben an sich, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ja. Also egal, was man macht, auch wenn die anderen an dich vielleicht nicht glauben oder die sehen deine Vision nicht, dass du trotzdem so dran bleibst und so fest dran glaubst, weißt du. Genau. Und da kann ich dir wirklich nur zustimmen und ich möchte noch etwas hinzufügen. Wenn etwas doch passiert, was nicht nach deinem Plan läuft oder es kann ja immer mal was sein, vielleicht ist es etwas Gutes, vielleicht siehst du das oder ich weiß nicht, ich duze meine Leute immer. Oder vielleicht seht ihr das als etwas Negatives in dem Moment, aber man braucht ja das ganze Bild und vielleicht, manchmal muss man auf das Gute verzichten, um das Beste zu bekommen. Ganz genau, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Daran glaube ich auch, weil ich habe wirklich das Gefühl, dass die Welt manchmal einen besseren Plan für dich hat oder bestimmte Sachen, die du dir gerade in diesem Moment überhaupt nicht vorstellen kannst. Ja. Also, danke dir, Frauenpower, Leute. Ja, Frauenpower. Ich dich auch, mega. So, danke, Leute. Also, make sure to like this video if you enjoyed it. Was sagst du immer am Ende? Bitte. Kuss. Ja, ich schicke immer Küsschen. Ja, Küsse. Vielen Dank. Und abonniert meinen Kanal und ich werde alle Marias Links hier unten hinzufügen. Dann bitte schaut euch ihr Kanal bzw. ihr Instagram an und da kommt vielleicht ein YouTube-Kanal bald. Wer weiß. Es ist in Planung. Ja. Genau. Ja. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao, ciao.